Einladung zur Hochzeit. Sie heißen Mari und haben in der nächsten Woche eine Hochzeit. Sie möchten Ihre Freundin Susa einladen. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Warum schreiben Sie? Tag und Uhrzeit? Wie kommen Sie hin? Einladung zur Hochzeit. Liebe Sarah, ich hoffe, es geht dir gut. Ich vermisse dich sehr und freue mich, dir mitzuteilen, dass Tobias und ich nächste Woche heiraten. Es wäre wunderbar, wenn du an unserer Hochzeit teilnehmen könntest. Nach der Trauung werden wir eine große Feier bei uns zu Hause veranstalten. Die Feier ist für Samstag um 18 Uhr geplant. Du kannst entweder mit dem Auto oder mit der Bahn kommen. Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung. Liebe Grüße, Laura Becker. Einladung zum Geburtstag. Sie heißen Max und möchten ihren Geburtstag feiern und ihre Freunde Sarah und Tim einladen. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Warum schreiben Sie? Tag und Uhrzeit? Kommen. Wie kommen Sie hin? Einladung zum Geburtstag. Liebe Anna und lieber Martin, ich lade euch herzlich zu meiner Geburtstagsfeier ein, die am Freitag um 19 Uhr geplant ist. Wir werden ein gemütliches Treffen im Park haben. Wie plant ihr anzukommen? Ihr könnt entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Herzliche Grüße, Miriam Fischer. 4-Zimmer-Wohnungsanzeige. Sie haben in der Zeitung eine private Wohnungsanzeige gefunden. Es handelt sich um eine 4-Zimmer-Wohnung. Die Miete für die Wohnung ist niedrig. Dafür sollen Sie aber der Hausbesitzerin, Frau Peters, 83 Jahre, bei der Gartenarbeit helfen. 4-Zimmer-Wohnungsanzeige. Liebe Frau Weber, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich habe Ihre Anzeige für die 4-Zimmer-Wohnung in der Zeitung gesehen und bin sofort interessiert. Die Idee, Ihnen bei der Gartenarbeit zu helfen, finde ich ebenfalls angenehm. Könnten Sie mir bitte mehr Informationen zur Wohnung geben? Zum Beispiel, gibt es eine Terrasse oder besondere Ausstattungen? Ich würde gerne mehr darüber erfahren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Herzliche Grüße, Stefan Klein. Fragen zum Deutschkurs. In Ihrem Deutschkurs verstehen Sie manche Übungen nicht gut. Das macht Ihnen Sorgen. Sie haben Ihren Lehrer, Herrn Wagner, schon einmal gefragt. Aber nichts ist seitdem passiert. Schreiben Sie an Herrn Wagner. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Warum Schwierigkeiten im Deutschkurs problematisch sind, was Sie wollen, was Sie tun, wenn nichts passiert. Fragen zum Deutschkurs. Lieber Herr Bauer, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich schreibe Ihnen, weil ich manche Übungen im Deutschkurs nicht so gut verstehe, was mir Sorgen bereitet. Ich habe schon einmal gefragt, aber es hat sich nichts geändert. Da ich Schwierigkeiten habe, die Aufgaben zu verstehen, fällt mir das Lernen der Sprache schwer. Ich würde gerne Ihre Unterstützung oder zusätzliche Erklärungen für die schwierigeren Übungen erhalten. Es wäre mir wichtig, den Unterrichtsstoff vollständig zu verstehen. Falls es andere Hilfsmöglichkeiten gibt, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte sicherstellen, dass ich den Kurs bestmöglich nutzen kann. Mit freundlichen Grüßen, Emma Koch. Handy kaputt und Haftpflichtversicherung. Sie hatten am Wochenende einen kleinen Unfall, als Sie einen Freund besucht haben. Sein Handy ist aus Versehen auf den Boden gefallen. Nun melden Sie der Haftpflichtversicherung den Schaden. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Was ist passiert? Höhe des Schadens. Erstattung? Handy kaputt und Haftpflichtversicherung. Sehr geehrte Damen und Herren, am letzten Wochenende kam es während meines Besuchs bei einem Freund zu einem kleinen Unfall. Daher schreibe ich Ihnen, um den entstandenen Schaden zu melden und nach Unterstützung zu fragen. Ich habe versehentlich das Handy meines Freundes fallen lassen, wodurch es nun defekt ist.
Der Neuwert des Handys beträgt 550 € und es wurde vor rund 6 Monaten gekauft. Aufgrund meiner aktuellen finanziellen Lage bin ich leider nicht in der Lage, die Reparaturkosten zu übernehmen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich über die möglichen Schritte informieren könnten. Mit freundlichen Grüßen, Paul Schneider. Probleme mit Heizung. In Ihrer Wohnung haben Sie seit einiger Zeit Probleme mit der Heizung. Der Vermieter soll die Heizung reparieren lassen. Leider können Sie Ihren Vermieter telefonisch nicht erreichen, deshalb schreiben Sie einen Brief. Probleme mit Heizung. Sehr geehrter Herr Lehmann, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich schreibe Ihnen, weil seit einiger Zeit Probleme mit der Heizung in meiner Wohnung auftreten. Trotz mehrerer Anrufe habe ich Sie nicht erreichen können, daher sende ich Ihnen diese Nachricht. Die Heizung funktioniert nicht richtig, und da es draußen kälter wird, ist das Raumklima unangenehm. Ich bitte Sie, so bald wie möglich einen Handwerker zu schicken, um das Problem zu beheben. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Nina Bauer. Hilfe wegen kaputter Heizung. Ihre Heizung funktioniert nicht richtig in Ihrer Wohnung. Der Hausmeister, Herr Müller, kommt heute, um das Problem zu beheben. Sie müssen jedoch zur Arbeit und können nicht zu Hause bleiben. Schreiben Sie an Ihren Nachbarn, Herrn Schmidt, und bitten Sie ihn um Hilfe. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Warum eine kaputte Heizung ein Problem ist. Was Sie wollen. Was er tun soll, um Ihnen zu helfen. Was Sie tun, wenn er nicht helfen kann. Hilfe wegen kaputter Heizung. Lieber Herr Wagner, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Meine Heizung funktioniert in der Wohnung leider nicht richtig. Und der Hausmeister, Herr Becker, wird heute vorbeikommen, um das Problem zu beheben. Leider kann ich nicht zu Hause bleiben, da ich zur Arbeit muss. Falls Sie Zeit haben, könnten Sie Herrn Becker in meine Wohnung lassen und ihm zeigen, wo die Heizung ist? Das würde mir sehr helfen. Falls Sie nicht helfen können, wäre ich für eine Empfehlung dankbar, wie ich die Situation am besten lösen kann. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen, Sophie Martin. In Ihrer Wohnung schließen die Tür nicht richtig. Deshalb ist es kalt in der Wohnung. Sie haben Ihren Vermieter, Herrn Glück, schon angerufen, aber nichts ist seitdem passiert. Schreiben Sie an Herrn Glück. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Warum eine kalte Wohnung schlecht ist. Was Sie wollen. Was Sie tun, wenn nichts passiert. In Ihrer Wohnung schließen die Tür nicht richtig. Lieber Herr Schmidt, mein Name ist Lena Meyer und ich wohne in der Wohnung Nummer 207. Die Tür schließt nicht richtig, wodurch die Kälte in meine Wohnung eindringt. Ich habe schon mehrmals angerufen, aber bisher ist nichts passiert. Eine kalte Wohnung ist sehr unangenehm und treibt die Heizkosten in die Höhe. Ich bitte Sie daher, die Tür so bald wie möglich zu reparieren. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Lena Meyer. Gartenarbeit. Ihr Bekannter, Herr Max, fährt diesen Samstag in den Urlaub. Er hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Er möchte, dass Sie sich um seinen Garten kümmern. Schreiben Sie ihm eine E-Mail zu Rug. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Hilfezusagen. Ihre Aufgaben. Werkzeug. Wie oft? Gartenarbeit. Lieber Paul, vielen Dank für deine Nachricht. Ich helfe gerne im Garten, wenn du im Urlaub bist. Ich werde die Blumen gießen, den Rasen mähen und das Unkraut entfernen. Sag mir Bescheid, falls es noch andere Aufgaben gibt, die ich übernehmen soll. Falls du spezielles Werkzeug hast, das ich verwenden soll, lass es mich wissen. Andernfalls bringe ich meine eigenen Geräte mit. Genieß deinen Urlaub und entspann dich gut. Melde dich, wenn du noch Wünsche hast. Viele Grüße, Carina Schulz. Ein Auto ausleihen. Am nächsten Samstag möchten Sie und Ihre Familie mit dem Auto einkaufen. Aber Ihr Auto ist kaputt, deshalb möchten Sie das Auto Ihres Nachbarn ausleihen. Schreiben Sie ihm einen Brief. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben.
Warum möchten Sie sein Auto ausleihen? Wie lange dauert das Ausleihen? Einladung zum Besuch. Ein Auto ausleihen. Lieber Herr Meier, am nächsten Sonntag möchte ich mit meiner Familie einkaufen. Der Laden ist ziemlich weit und mein Auto ist leider kaputt und derzeit in der Werkstatt. Wäre es möglich, dass ich Ihr Auto für diesen Tag ausleihen könnte? Das Einkaufen würde etwa 3 Stunden dauern, von 16 bis 19 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn Sie und Ihre Frau uns danach besuchen würden, um gemeinsam zu essen. Herzliche Grüße, Lea Kraus.